haben jetzt hier die zwei Finalisten des CCG-Events aus Köln, 210 Spieler, Marvin und Jannis, und wir wissen gerade noch nicht, wer Erster wird, aber wir machen einfach mal beide Deck-Profiles, um euch trotzdem eben zu zeigen, ja, die Decks sind auf jeden Fall spielbar. Einmal Burning Abyss von Marvin und einmal Dracopal, nehme ich an, von Jannis, alles klar. So, dann fangen wir an mit Burning Abyss. Okay. Also ich spiele 3 Rhinos. Also erstmal, ich spiele Burning Abyss mit Phantom Knights. Tourguide natürlich. 3 Skarn. Muss ein bisschen suchen. 2 Seer. Die Fachers habe ich noch nicht sortiert. 2 Facher. Da habe ich überlegt, einen dritten zu spielen, anstatt einem Rhino. Weil wenn du davon mehrere ziehst oder halt den mit Phantom Knights, ist es nicht ganz so geil. Allerdings spiele ich auch 3 Twin Twister, die gleich kommen werden. Und ja, wenn du Rhino mit Twin Twister ziehst, ist es immer einfach Plus. Also deswegen sind es 3. Und ich bin auch immer noch nicht sicher, ob ich einen cutten würde. Ein Rubik, ein Kelcap, ein Gruff, ein Alich, ein Barber und ein Liebig als Warners. Ja, gibt es da irgendwas, was man besonders erklären müsste? Den hier spiele ich jetzt wegen Beatrice. Kannst du halt Monster-Effekte negieren. Ganz geil. Sonst Fafa spielst du halt auch da, deswegen. Aber ja, du kannst halt überlegen, ob du vielleicht auch einen zweiten davon spielst, weil wenn du 2 Fafa ziehst, wenn du jetzt 3 spielen würdest, anstatt dem einen Rhino, ist halt auch immer ein bisschen dumm. So. Dann die Phantom Knights. Da spiele ich eine Engine aus 7 Monstern. 3-mal den Silent Boots. Die specialen sich von der Hand und können eine Trap suchen im Friedhof. Dann 2-mal den, der Monster sucht. Und 2-mal den, der alles in den Friedhof legen kann. Dann Handtraps. Spiele ich 3 Max C und einen Wähler. Die Idee dahinter ist, dass ich mit den Max Cs in einen Wähler zumindest ziehen kann. Also, dass ich irgendwas im Main Deck habe, was je nachdem Notika noch stoppen könnte, falls er durch Max C durchzieht. Ich habe auch eine Variante mit 3 Wählern getestet, fand ich jetzt nicht ganz so gut, deswegen habe ich da 2 für Upstarts gekartet. 3 Twin Twister ist mit Beatrice der Hauptgrund, warum ich das Deck spiele, weil du kriegst die einfach immer für Plus in dem Deck eigentlich durch. Dann die besagten 2 Upstarts, die für die Wähler reinkamen. Ein Raigeki, ein Darkhole. Habe ich auch 2 getestet, also dann 3 insgesamt. Ist ganz gut wegen dem Titanic Galaxy. Genau, ja, wenn du da musst du halt 2 ziehen, um wirklich irgendwie ein Out zu haben. Hab mich am Ende dann doch dafür entschieden und dann halt ein paar weniger Spells zu spielen. Foolish. Und dann die Traps. Da spiele ich nur Phantom Knight Karten, 3 Fogblade und einmal Wings. Die Sache ist halt die, Beatrice ist eigentlich eine Falle in sich selbst. Das heißt, du brauchst nicht wirklich so Fallen wie Strike oder sonst irgendwas, sondern du willst einfach schnell auf Beatrice kommen, schnell auf deine Dante kommen. Und je weniger Fallen du da spielst, desto geringer ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du brickst. Ja. So. An sich, würdest du irgendwas am Main Deck verändern? Oder? Wie gesagt, eventuell den Rhino. Habe ich auch vor dem Turnier schon überlegt, ob ich den anders spielen soll. Aber ich glaube, das ist wirklich so der perfekte Bild, wie man das Deck momentan spielen kann. Okay. Also ich habe viele andere Decks gesehen, jetzt auch gerade in den Top 4, wo Leute Strikes gespielt haben und Warning und sowas und dann sich einfach totgebrickt haben. Das heißt, die fangen an, ja, setten 3, nächste Runde legst du ihm einfach ein paar Dante hin. Selbst wenn er davon einen negiert, kriegst du immer noch Plus, also für Plus dadurch. Ich meine, man sieht ja auch, dass das anscheinend irgendwo wahr ist, denn immerhin, er hat noch kein Match verloren, er hatte, glaube ich, einen Draw in den Vorrunden und sonst alles gewonnen. Das bedeutet, anscheinend funktioniert die Theorie dahinter. Muss man mal sehen, ich habe bis jetzt auch alle Spiele heute 2-0 gewonnen. Also, ich kann nicht meckern. Was möchtest du als nächstes sehen? Zeit oder extra? Einfach extra Deck erstmal. Dann 3 Dante, ist klar. 2 Beatrice. 3 braucht man nicht wirklich in dem Deck, weil man durch die Phantom Knights noch auf ein paar andere Exits kommt, die recht nützlich sind.
wenn ich den Platz natürlich hätte, würde ich das spielen, aber ich habe vor dem Turnier 17 Extra-Deck-Monster gehabt, musste schon 2 rauscutten, war mir sehr, sehr unsicher. Glaube aber, dass ich jetzt eigentlich eine ganz gute Ratio gefunden habe. Dann einen Virgil, spiele auch einen Rubik, ansonsten kann ich den mit Beatrice holen. Und einen Pilgrim, auch für Beatrice. Dann 2 Breaksword. Habe ich, glaube ich, in keinem Spiel mehr als einmal gebraucht. Also vielleicht würde ich da tatsächlich einen rausnehmen. Eine Downart. Die Sache ist, gegen manche Decks musst du dich einfach gegen Castell oder sowas absichern können. Und war halt aber auch eine von den Karten, die unsicher war vorher. Genau wie der Rebellion, den du halt über den Breaksword beschwören kannst. Vorher hatte ich überlegt, ob ich Rhapsody spielen soll oder auch Master Key Beetle, weil ich im Side Masken und Anti-Spell Frequencer spiele. Hab mich jetzt halt dafür entschieden. Dann ein Levier, kannst halt deine Phantom Knights wiederholen. Ein Grampulse, ein Nightmare Shark und ein F-Zero. Okay. Dann noch Side Deck und dann komme ich zu weiteren Fragen. Ja. Drei Flying Sea fürs Mirror Match. Gegen Pepe habe ich es bis jetzt noch nicht gebordet. Zwischenzeitlich überlegt man das mal, aber irgendwie braucht man es nicht wirklich. Dann 2 Games hier. Vornehmlich gegen Cosmo, aber auch in Mirror Match board ich manchmal ein. Gegen BA eigentlich immer ein. Weil wenn ich den ziehe, kann ich den einfach über Beatrice legen. Und ja, er kann den Effekt halt nicht mehr nutzen. Die BAs, die dann gespecialt werden, sterben. 2 Ghost Ogre habe ich gegen Monarchen und Pepe gesidet. System Down gegen Cosmo. Masken gegen Monarchen. Und Anti-Spray Fragrance gegen Pepe und Monarchen. Alles klar. Ja, an sich, du hast ja schon so ein bisschen umrandet, wie sich der Playstyle verändert hat mit Beatrice. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie sich das jetzt genau spielt, das Deck? Also du versuchst halt einfach in deinem First Turn oder generell erstmal, du lässt den Gegner anfangen. Das Deck ist so aufgebaut, dass du Second gehst. Also du hast dann sehr, sehr viele halt auf große Felder mit Darkhold Raigeki, kommst mit Twin Twister über Backrow und kannst halt auch den Aufbau schon mit Maxi und Vader stören. So, das ist das Grundprinzip. Und dann willst du so viele BAs in der Hand haben, dass du einen Dante mit einer Beatrice mindestens rausbekommst. Und Beatrice kann dann halt im gegnerischen Zug, aber auch erst dann im gegnerischen Zug zum ersten Mal ihren Effekt nutzen und kann dann mit Fafa und Alich eben den Gegner nochmal stören oder mit Calcap in der Endphase auch mal eine Spell oder Trap hochgeben. Und dann der nächste Zug, ja, machst du entweder so viel Plus, dass er nicht mehr zurückkommt, oder du tötest ihn sofort. Ist das Deck jetzt besser mit Phantom Knight oder ohne? Würde ich schon sagen, weil wenn du nur mit BA spielst, brauchst du andere Traps. Und ja, die kannst du halt nicht suchen. Das heißt, du brauchst mehr Traps. Das heißt, du kommst nicht ganz so schnell auf Beatrice. Und da ich halt mit Silent Boots eben hier in Fogblade noch suchen kann, ja, brauche ich hier deutlich weniger einfach. Und da reicht dann die Beatrice aus. Mit der Fogblade. Glaubst du denn, dass das Deck auch noch spielbar ist, wenn Dante auf 1 geht? Vielleicht? Macht er Bandlist? Wenn Dante auf 1 gehen sollte, ist halt echt sehr, sehr schwer. Weil eine DD-Crow oder so reicht dann, um das Deck zu töten. Ja, wenn Dante auf 1 gehen will. Also gibt halt dann wirklich Karten, die das Deck dann sofort ausnucken. Und deswegen, ich glaube, wird schwer. Dann müsste man vielleicht pures Phantom Knight spielen. Wobei, wenn die nur einen Dante haben, ist glaube ich auch schwierig. Aber das ginge vielleicht noch. Alles klar, dann würde ich sagen, danke fürs Deckbefall. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, Janus. Und Camelo. Camelo hat mir das Deck geliehen. Und Markus Kölsch auch. Der hat mir zumindest die Phantom Knight Karten geliehen. Und Sven Pittner, der hat mir Beatrice geliehen. Alles klar, dann checkt auf jeden Fall gleich mal das Deckprofil von Jannis aus. Das ist dir jetzt gerade eingeblendet. Und ja, wir sehen uns.